So Leute, es ist das passiert, was wir nicht wollten. Platten. Wir haben jetzt einen Platten. Und Kelvin, was sagst du? Ich hör die Luft rauskommen. Du hörst die Luft rauskommen? Ja. Scheiße. Was machen wir jetzt? Wir versuchen erstmal nochmal Luftdruck drauf zu kriegen. Ja. Und dann gucken wir, wie weit wir kommen. Okay. Scheiße, Leute. Mitten im Death Valley. So, Kelvin, scheiße ist, oder? Ja. Jetzt ist scheiße, jetzt, wie gehen wir vor? Wir haben jetzt die Koffer alle von dem Fahrzeug hier reingepackt. Genau. Schauen wir uns erstmal an, was das Problem ist. Scheiße! Der Reifen hinten. Ja. Man muss aber auch sagen, die Reifen waren total abgefahren. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da ist nichts profilmäßig drauf gewesen. Aber so werden die Fahrzeuge halt bei Turo teilweise vermietet. Ja. Das Loch ist leider zu groß. Wir haben es also fixe Flat. Ja, ich sag mal so eine Art Schaum, den man einführen könnte. Das Problem ist aber, das Loch ist zu groß, um es halt dementsprechend ja, zu nutzen. Tja Leute, jetzt fahren wir nach Betty. Genau, jetzt fahren wir erstmal nach Betty, gucken, dass wir den Bock hier irgendwie abgeschleppt bekommen. Und gleichzeitig halt 2 Reifen, aber ich denke mal, wird nicht der Erste sein, der hier einen Platten hat. Ja, ich hoffe. Und dementsprechend schauen wir erstmal, wie es weitergeht. Aber irgendein Tire Shop wird uns schon helfen. Ja. Oh Mann Leute, das ist Action pur hier. So, Plattfuß, bleibt liegen und jetzt geht's. Genau. Den lassen wir erstmal stehen. Den lassen wir erstmal stehen. Jetzt müssen wir hier nochmal 100. Wir haben noch 62 Kilometer, also knapp 120 Kilometer noch zu fahren. Ja. Ja. Scheiße, Kelvin, Alter. Scheiße. Plan ist erstmal wie folgt. Wir fahren jetzt noch 62 Meilen. Das sind ungefähr 120 Kilometer nach Betty. Akkutechnisch sieht es bei uns noch gut aus. Wir haben noch 152 im Akku, also das hat mit der Route mehr als ausreichend gereicht. Okay, und dann gucken wir mal, wie es aussieht, dass wir einen Abschlepper herbekommen. So Leute, wir haben eine Lösung. Wir haben im Prinzip unser Airbnb-Host, wa? Kelvin? Genau, die Anne, die ist ziemlich gut vernetzt hier in dem kleinen Ort. Und die hat uns gesagt, dass es einen Tire Shop gibt, in dem wir einen John treffen sollen. Und der könnte uns weiterhelfen. Ja, ich bin sehr gespannt, Bitte Gott, hilf uns. Ey, das ist... Vorhin, wo wir im Death Valley waren, okay, aber jetzt hier, das wird jetzt Abenteuer. Das hätte ich nicht gedacht, Kelvin. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwieriger als einfach eine Straße lang fahren. Wir müssen gucken, dass wir da irgendwie eine Lösung finden. Ja, weil die Karre steht jetzt noch unten in der Wüste. Ich weiß auch nicht, mir fehlen da die Worte. Ohne Mist, wir schauen jetzt mal da vorne. Irgendwo wird es ja irgendwo einen Laden geben, wo einfach mal einer helfen kann. So, wir waren gerade im Tire Shop, ihr habt ihn gerade gesehen und ja, ihr könnt euch denken, was da war. Nicht viel. Ja. Die Reifen, die wir brauchen, hat er überhaupt nicht und er bietet gar nicht an, die Kisten auch abzuholen. Wir sind ein bisschen am Arsch, muss man echt so sagen, Kelvin, oder? Ja, also zum jetzigen Zeitpunkt sieht es halt echt nicht gut aus. Aber ja, jetzt müssen wir halt improvisieren und das irgendwie auf die Kette bekommen. Kelvin, ich gebe dir das Mikro einfach mal. Ja, es ist gerade alles gerade ein bisschen hektisch. Ja, wie ihr seht, wir sind jetzt in Betty, in der Stadtmitte, in der Dorfmitte besser gesagt. Ja. Und jetzt gehen wir hier in diesen Pub rein, in der Hoffnung, dass uns jemand hilft. Saloon, wir gehen in den Saloon. And the other Tesla got a flat tire in the area with no mobile service. Now we try to get, our flat tire fixed. I will tell you right now that Tesla roadside will not be able to assist because we have to speak to the owner. So Leute, wir sind gerade in der Unterkunft und wollen euch noch mal kurz ein Update hier geben, war Kelvin? Ja, also es ist crazy. Ist gerade krass. Also wir telefonieren gerade mit mehreren Stellen, mit einem lokalen Abschleppunternehmen, was nur 30 Meilen entfernt ist, also knapp 50 Kilometer ist die nächste Stadt. Ja. Das ist krank. Und mit dem Turo-Besitzer. Und jetzt haben wir wohl es so gemacht, aber es steht noch nicht ganz fest, dass der zu Tesla nach Las Vegas kommt. Ja. Was ungefähr so 3 Stunden entfernt ist. Genau, und ihr müsst euch vorstellen, unser Roadtrip geht ja eh nach Las Vegas. Das heißt, wenn die Karre dahin fahren, das würde sogar passen. Wir haben ja noch ein Model Y hier von Kelvin. Genau. Aber alles im einen hätte ich nicht damit gerechnet, dass es so eskaliert. Es ist hardcore, wir sind total platt. Und
Ja, es ist krass. Also ich bin hier mit 2 Handys am Start. Ja. Telefonieren. Und Kelvin ist ein Killer. Ohne Mist. Ohne Kelvin wären wir jetzt nicht so weit. Zweiter Tag. So Leute, ein neuer Tag. Und wir wollen euch einfach mal jetzt abholen, was ist jetzt mit meinem Fahrzeug passiert und wie es weitergeht. Kelvin, wo sind wir denn überhaupt hier? Ja, wir haben uns verlaufen. Wissen wir auch nicht. Wir haben uns echt verlaufen, ohne Mist. Es ist hier sehr sandig. Wie nennt man das, diese Erde? Genau, das ist in die Mesquite Dunes. Mesquite Dunes, okay. Genau, und das ist halt eine der Dünen hier im Death Valley. Ja. Ja, und die hätten wir ja gerne mit beiden Autos jetzt irgendwie mal so erfahren, aber deins, ja, haben wir jetzt eigentlich weggebracht. Haben wir jetzt weggebracht, zum Glück. Also ich hatte ja erst Angst, ihr habt ja gesehen, dass es noch in der Wüste stand. Ohne GPS, ohne Handyempfang und sowas. Aber du hast dann nochmal den Vermieter angerufen von mir, wa? Genau, wir haben den Vermieter nochmal kontaktiert, konnten das halt dann innerhalb von 3 Stunden mehr oder weniger klären, dass noch ein Abschleppunternehmen kommt, was so knapp aus 80 Kilometer Entfernung dann tatsächlich dann zu dem Fahrzeug gefahren ist. Wir sind dann auch dazu gestoßen, mitten in der Nacht, das war, ich glaube, 11 Uhr. Genau, wir sind dann wirklich nochmal in die Wüste raus, weil du musst ja diesen Modus einschalten, wenn du im Prinzip ein Fahrzeug abschleppst, wa? Genau, den Abschleppmodus, und wir mussten das Fahrzeug erstmal aufmachen. Ja. Weil das war kein Fahrzeug mit dem Kran oder ähnlichem. Ja, das stimmt. Von daher mussten wir das auch auf die Rampe fahren. Ja. André, kannst du ja gerade mal ein Bild einblenden. Ich blende euch mal Bilder ein, genau. Kelvin hat das dann hochgefahren. Wie sagt man, der Abschleppfahrer, der war aber ultra nett. Ja. Also, und er hat auch gleich gesagt, das Bild blende ich auch euch auch ein. Hinten rechts, diese Bereifung, da war kein Profilwert, da war gar nichts mehr. Er hat gesagt, ich hätte normal gar nicht mehr losfahren dürfen, wo ich das Auto übernommen habe. Ja. Also da war ich vielleicht auch selber ein bisschen in meiner Schuld, dass ich nicht genau geguckt habe. Wir haben dem Vermieter das auch geschickt und er kommt auch für die ganzen Kosten auf. Aber es ist, wenn du es hart sagst, eine Frechheit, mich hier so rauszuschicken, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es hätte, ich sag mal, im schlimmsten Fall echt in einem schönen, fetten Reifenplatz mit Unfall enden können. Ja. Aber glücklicherweise war es so ein schleichender Platter und nichts super Dramatisches, und wir waren ja auch nicht super schnell unterwegs. Richtig. Der Wagen ist jetzt in Las Vegas im Service Center. Tesla Service Center, genau. Er hat ihn noch in der Nacht dorthin gefahren. Ja, krank. Total verrückt. Krank. Ja, und da wir jetzt nächsten Tage sowieso in Las Vegas sind, hoffen wir, dass der Wagen zumindest hinten rechts einen neuen Reifen hat. Hinten links, der zwar ganz ist, aber trotzdem abgefahren. Ja. Den müssen wir wahrscheinlich irgendwie ein bisschen anders organisieren, weil Tesla in Vegas nur einen Reifen auf Lager hat. Müsst ihr euch mal vorstellen, also in den Service-Centern, die haben nur einen Reifen auf Lager. Aber ist ja bei uns manchmal nicht anders, wenn man die Windschutzscheiben austauschen will oder sowas, das dauert Monate. Ja. Gut, Kelvin, das heißt, wir fahren mit Kelvin dann morgen, glaube ich, schon nach Las Vegas, holen den dann ab, hoffentlich klappt alles. Genau. Und dann geht der Trip im Prinzip ganz normal weiter. Aber es war schon ein Horrormoment, das ist, glaube ich, noch nicht viel passiert. Und mir ging auch ganz schön, ich sag mal, Schweiß am Rücken hatte ich, auf jeden Fall, das kann man mir glauben. Aber Kelvin hat es gut gemanagt, muss man echt sagen. Danke Kelvin wirklich dafür, gerne. Weil sonst wäre ich aufgeschmissen gewesen. Und ja, wir schauen jetzt hier noch ein bisschen rum, genießen das Valley. Gehen noch mal hier eine Runde spazieren. Genau, und dann sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. Macht's gut!